Naja, ich sterbe sowieso bald, also was soll denn mir jetzt noch passieren? Wenn doch nur ein Mensch in der Lage ist, sich zu heilen auf einem Weg, den man vielleicht nicht erklären kann, warum kann ich das dann nicht schaffen? Es war für mich Indiz und Inspiration zu sagen, okay, ich werde meinen Weg auch schaffen. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu meinem YouTube-Kanal. In meinem Kanal geht es um meine persönliche Geschichte, die von Höhen und Tiefen geprägt ist, um meine Krebsdiagnose und wie ich mit Krebs meine beruflichen und persönlichen Hindernisse meistere und wie auch du das schaffen kannst. In den ersten beiden Videos ging es um meine Geschichte, um meine Diagnose und heute in dem Video geht es um die umfangreichen Methoden, die ich bei mir eingesetzt habe und die du vielleicht auch für dich übernehmen kannst. Hi Stefania, schön heute wieder dabei zu sein. Alle gute Dinge sind 3 und heute kommen wir auf einen nächsten Teil und dann sind wir gespannt, was du uns heute erzählst. Du hast dich ja auf einen ungewissen Weg gemacht, in dem Sinne vielleicht gezwungenermaßen. Genau, ja. Ja, wie war's? Erzähl. Ja, gezwungenermaßen ist genau der Punkt. Bei mir war das ja so, dass eine OP in meinem Fall keine Möglichkeit war. Also ich war gezwungen, diesen Weg zu gehen. Ich musste mich entscheiden, ob ich blind bin oder am Sterben sozusagen. Das habe ich ja in den ersten beiden Videos auch schon ein bisschen erklärt. Ja, was habe ich alles gemacht? Also ich habe wirklich unzählige Methoden ausprobiert. Ich habe mich erstmal eingelesen, damit ich auch in der Lage bin, mir selbst zu helfen. Deswegen habe ich mich informiert und natürlich in Rücksprache mit meinem Arzt dann auch Dinge versucht. Hattest du keine Angst? Doch, ständig. Tagtäglich, ja. Und ich glaube, das wäre auch falsch zu sagen, ich hatte keine Angst, aber ich hatte mich einerseits aufgegeben und andererseits hatte ich einen ganz krassen Gedanken, nämlich, naja, ich sterbe sowieso bald, also was soll denn mir jetzt noch passieren? Und von daher, wenn du sowieso stirbst, vielleicht hört sich das ein bisschen hart jetzt an, aber was habe ich für eine Möglichkeit noch? Es gab ja keine andere Möglichkeit für die reguläre Therapie bei mir. Ja, das bedeutet, du hast dich in unterschiedlichen Themen reingelesen und hast dich dann nach Gefühl entschieden? Genau, so kannst du dir das vorstellen. Also ich habe erstmal angefangen zu recherchieren. Da habe ich ganz unterschiedliche Kanäle gewählt. Also ich habe mir Studien durchgelesen, wirklich fundiertes ärztliches Wissen, aber auch Erfahrungsberichte oder auch Berichte von Menschen, die gesund wurden. Ich habe versucht, so für mich so einen roten Faden herauszufinden. Und interessanterweise bin ich da auf das Thema Spontanremissionen gestoßen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Spontanremissionen, das heißt plötzliche Heilung ohne erkennbaren Grund. Und ich fand das total interessant und auch spannend, weil ich mir dachte, wenn doch nur ein Mensch in der Lage ist, sich zu heilen auf einem Weg, den man vielleicht nicht erklären kann, warum kann ich das dann nicht schaffen? Also das war für mich Indiz und Inspiration zu sagen, okay, ich werde meinen Weg auch schaffen. Das bedeutet auch ganz groß geschrieben Hoffnung. Ja. Immer dahinter in dem, was du machst. Genau, Hoffnung gepaart eben mit der Information. Und die Information, die du dir aneignest, das machen wir oft nicht so oft. Je mehr Informationen du über ein Thema hast, desto mehr Sicherheit nimmt dir das ja auch. Und das nimmt so ein bisschen die Angst dann auch weg. Und das war in meinem Fall dann auch so. Also ich habe wirklich viele Dinge versucht. Ich habe angefangen zu entgiften ganz stark. Das habe ich mit grünen Lebensmitteln gemacht. Chlorophyll heißt der Wirkstoff, der da enthalten ist. Und man sieht es ja auch im Tierreich. Also jeder, der einen Hund hat, der weiß, dass der Hund, wenn es ihm schlecht geht, geht er raus und frisst Gras. Warum? Weil eben dieses Gras oder dieses Chlorophyll uns entgiftet. Und wir sind so vielen Giftstoffen ausgesetzt, das lässt sich gar nicht mehr vermeiden mit unserer Lebensweise. Und das war also mein erstes Ziel, mich zu entgiften und diese Gifte dann auch auszuleiten. Gab es auch Lebensmittel, die du grundsätzlich dann auch weggelassen hast? Ja, ich habe mich da so ein bisschen ausprobiert tatsächlich. Habe dann aber auch viele Berichte gefunden, dass es einem gesundheitlich besser geht, wenn man vegan oder vegetarisch sich ernährt. Und das war für mich ganz schlimm, weil ich habe gerne mal ein Steak gegessen früher, sage ich ganz ehrlich. Aber natürlich aufgrund der Situation habe ich mich dann entschieden, kein Fleisch mehr zu essen. Habe das auch ganz lange umgesetzt. Und es kam dann ein Tag nach einem Jahr, wo ich war so ausgehungert von diesem Fleisch. Ich bin dann kurz vor Ladenschluss, ich hatte wie so eine Halluzination von so einem Döner vorm Auge. Kann sich das kaum vorstellen. Und ich wollte nur noch diesen Döner essen. Das war ein richtiger Zwang. Also bin ich an diesem Tag nach einem Jahr Fleischverzicht quasi in den nächsten Dönerladen gestürmt, habe mir den Döner da bestellt
und fand das ganz toll. Also ich glaube, der Mitarbeiter, als er mich gesehen hat, dachte der auch, was stimmt einfach mit ihr nicht. Aber für mich war das super, dann diesen Döner nach einem Jahr. Es hat auch so lecker geschmeckt. Und ich habe dann aber festgestellt, interessanterweise, ich habe dann wieder Fleisch gegessen natürlich und habe nach ein paar 4-5 Tagen gemerkt, dass es mir einfach schlecht geht damit. Also das hat sich so geäußert, man sagt ja immer, ich habe das Mittagstief, ich habe das Nachmittagstief. Das gab es überhaupt nicht in meiner veganen oder vegetarischen Ernährung. Zumal es natürlich für Umwelt und Tiere auch schont die Umwelt und schont die Tiere. Das ist ja noch der Beieffekt oder der Nebeneffekt. Aber gesundheitlich ging es mir viel besser. Ich hatte diese Tiefs nicht mehr. Und die vegetarische Ernährung, die ich zu mir genommen habe, das war so ein bisschen, als würde ich Energie essen. Also es war immer gleichbleibend, die Energie. Nicht mehr, dass man so müde ist, dass man jetzt unbedingt einen Kaffee braucht. Damit habe ich auch aufgehört. Habe aufgehört, Koffein zu konsumieren. Und habe meine Ernährung dann langfristig auch umgestellt auf vegan, gelegentlich vegetarisch. Und dann ging es dir auch dann wieder besser, als das dann wieder ohne Fleisch? Ja, hat sich dann wieder eingependelt. Hat einen Moment gedauert, aber hat definitiv, also meiner Ansicht nach hat das mit dem Fleisch zu tun. Ich habe das bei mir selbst festgestellt, dass es mir dann besser ging. Deswegen fällt mir das auch gar nicht so schwer, diese Ernährung einzuhalten. Interessant und auch sehr spannend. Was hast du noch so gemacht? Ja, ich habe mir immer wieder positiv zugesprochen. Also das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Das habe ich aufgeschrieben. Das habe ich teilweise auf meinen Spiegel sogar geschrieben. Also ich bin morgens aufgewacht, habe mir positiv zugesprochen, habe mich immer wieder erinnert, schriftlich. Also wir nehmen ja auch Dinge unterschiedlich auf, visuell, die Sprache, wenn man es schreibt. Das habe ich auch immer gemacht. Und dann kam eines Tages Methadon in die Presse. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Aber es gab viele Berichte in der Zeitung, gerade so um 2017, dass Methadon auch bei Krebsfällen im Endstadium sehr große Erfolge hat. Also bei Menschen, die wirklich komplett aufgegeben wurden. Und die haben Methadon genommen und wurden dann erstaunlicherweise gesund. So habe ich mich mit meinem Arzt auch entschieden, diesen Weg zu gehen und dann Methadon zu nehmen. Und wie war das dann für dich, als du angefangen hast, diesen Mittel zu nehmen? Also ich bin da sehr stark in meinem Buch drauf eingegangen, aber möchte dir das natürlich jetzt auch schon mal so ein bisschen in Proben präsentieren. Methadon ist ja ein Heroinersatzstoff. Und dieses Methadon, was man als Krebserkrankter verschrieben bekommt, bekommt man in der Apotheke. Das heißt, es ist medizinisches Methadon, das wird extra hergestellt und wird dann quasi mit einem Rezept abgeholt. Und der Körper wehrt sich mit allen Mitteln dagegen. Also es schmeckt auch nicht gut, es ist absolut bitter. Man muss die Dosis langsam steigern und man ist dann auch so ein bisschen benebelt, den ganzen Tag. Ja. Wie lange hast du das genommen? Ich habe das so ein halbes Jahr genommen. Man wusste natürlich auch nicht, keiner konnte sagen, ist das jetzt positiv, ist das negativ. Deswegen, es war ein Versuch, den wir gestartet haben und den ich aber nach einem halben Jahr dann beendet habe, weil ich eben dieses vernebelte Leben nicht mehr leben wollte. Also bist du quasi ein Jahr zurück in die Medizin und dann hast dich dann aber doch entschieden, deinen eigenen Weg nochmal zu gehen und andere Dinge zu probieren. Genau. Weil es natürlich auch nicht fundiert war. Keiner konnte erklären, warum sind diese Menschen überhaupt gesund geworden. Und das Methadon habe ich dann abgesetzt. Man kann das aber auch nicht so absetzen, sondern man muss das langsam machen. Also man muss das immer langsamer machen. Und was ich dann erlebt habe, da bin ich in meinem Buch auch drauf eingegangen, das war richtig wie in so einem Drogenfilm. Also ich habe einen richtig harten Entzug damit gemacht. Das möchte ich auch gerne nicht mehr wiederholen. Ja, kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Was hast du noch ausprobiert, um gesund zu werden? Ja, ich habe dann die Mängel aufgefüllt, wie gesagt, hatte dann die Erfahrung mit dem Methadon, was mir aber einen riesen Energieschub gegeben hat und das jetzt über meinen langen Weg, über 7 Jahre, wirklich für mich am effektivsten war, ist die Kälte.
Also ich habe seit einem Jahr nicht mehr warm geduscht und kann ich das jetzt verstehen? Ja, erkläre ich dir gerne. Also ich mache Eisbäder oder gehe unter die kalte Dusche und dieses eine Jahr ist jetzt tatsächlich umgegangen und ich hätte niemals gedacht, dass ich jemand bin, der mit kaltem Wasser zurechtkommt. Also ich war schon so derjenige, der im Hochsommer bei 40 Grad sich oft angestellt hat, da ins Wasser zu gehen. Aber diese Kälte hat mir einen sehr großen Energieschub gegeben und deswegen mache ich das täglich. Also ich habe zu Hause ein Eisbad, da gehe ich auch regelmäßig rein. Natürlich kann ich das Eisbad nicht immer auf Reisen mitnehmen, wäre ja schön. Aber so eine kalte Dusche findest du eigentlich immer im Winter noch ein bisschen besser als im Sommer, aber grundsätzlich ist das schon auch auf Reisen möglich. Also ich dusche jeden Morgen kalt, manchmal sogar zweimal am Tag. Ja. Bei den heißen Temperaturen gar kein Problem, aber im Winter, gut, da kann ich es mir null vorstellen. Genau, im Winter gehe ich raus mittlerweile. Wahnsinn. Also ich war jetzt in einem vereisten See, habe das dann auch mal ausgemacht, habe auch angefangen, barfuß im Schnee zu laufen. Das geht alles, wenn wir uns bewusst sind, dass das möglich ist. Also tatsächlich kommt immer diese körperliche Reaktion als erstes, aber unser Geist, der ist so stark und deswegen kommt man gar nicht rum, so ein bisschen seine Blickwinkel zu verändern und gewisses Maß in die Spiritualität zu gehen auch. Weil wenn das Gehirn umschaltet, das ist der Motor sozusagen, dann ist Heilung möglich und dann sind auch alle unerklärlichen Dinge auf einmal möglich. Du sagst unerklärliche Dinge. Was hast du noch gemacht, was für uns vielleicht unvorstellbar ist? Ja, ich mache Atemübungen auch. Also Atemübungen ist auch etwas, was ganz wichtig ist. Warum? Weil wir auch mal auf uns selbst schauen können. Also schau doch mal auf dich selbst, wie du atmest den ganzen Tag. Ja, wir brauchen Sauerstoff einerseits und andererseits wird Kohlenmonoxid ausgeleitet. Das heißt, die Giftstoffe werden rausgefiltert. Und je nachdem, ob wir aufgeregt sind, ob wir im Stress sind, also wir atmen überhaupt nicht mehr, wie das natürlich ist. Und diese Atemübungen reinigen sozusagen auch mein System. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den ich täglich mittlerweile mache. Wir dürfen ja gar nicht vergessen, du hast ja auch eine Firma gegründet, also unabhängig, was du jetzt nebenbei für deine Gesundheit gemacht hast, aber wie war das denn eigentlich jetzt für dein Unternehmen, was du selbst gegründet hast? Ja, das war natürlich schon eine Herausforderung zu Beginn, aber an diesen Herausforderungen können wir auch wachsen. Natürlich war das in erster Instanz nicht einfach, aber ich wusste auch immer, für was ich das mache. Und die Firma ist gerade gewachsen, ich hatte die ersten Mitarbeiter eingestellt, also der Alltag musste natürlich weiter vonstatten gehen. Ich habe da auch mit niemandem drüber gesprochen, aber es ist mir einfach gefallen, weil ich eben wusste, für was ich das mache. Und das ist das, was ich versuche zu erklären mit diesem Blickwinkel ändern. Wenn du den Blickwinkel änderst auf deine Situation, dann bekommst du auch diese Stärke, die in uns allen verborgen liegt. Also ich bin der Meinung, dass jeder Mensch diese Stärke in sich hat. Das ist überhaupt nichts Besonderes, was ich mache. Ich möchte nur eben aufzeigen, unter anderem habe ich deswegen das Buch geschrieben. Ich bin auf Social Media aktiv. Ich habe zum Beispiel auch einen Instagram-Kanal mittlerweile. Ich möchte einfach darauf aufmerksam machen, wir Menschen sind Schöpfer. Wir haben so eine schöpferische Kraft und wir sind in der Lage, so viele Dinge zu schaffen. Ja, und da spielt es gar nicht mehr eine Rolle, ist das nur die Gesundheit, sondern es geht auch um die privaten Situationen, es geht um berufliche Hindernisse. Also eigentlich geht es um jede Herausforderung im Leben, die kannst du immer schwarz oder weiß sehen. Ja, das Glas ist immer halb voll oder halb leer. Ja, das stimmt. Wie hast du das Ganze in dem Alltag verbunden? Du sagst ja selber, deine Mitarbeiter haben das ja überhaupt nicht mitbekommen. Wie konntest du das alles dann so meistern? Das weiß ich nicht sehr genau. Ich habe mir immer wieder gut zugesprochen. Also das macht schon sehr viel aus. Das erzeugt Energie, was wir denken. Es ist natürlich anders, wenn du dich hinsetzt und denkst, okay, ich schaffe das jetzt nicht, als wenn du sagst, hey, ich schaffe das jetzt und ich bin motiviert, das zu erreichen. Also das hat mir enorm viel Kraft gegeben, diese Veränderung der Blickwinkel. Und deswegen möchte ich auch darauf aufmerksam machen, dass man das in jeder seiner Situationen einsetzen kann. Ja, und meine Mitarbeiter haben es nicht gemerkt. Also im Nachhinein ist man natürlich ins Gespräch gekommen und das hat keiner gemerkt. Ja, also du hast dann quasi dann irgendwann mal deinen Mitarbeitern erzählt. Wie war die Reaktion? Emotional, ja, sehr emotional. Auch dem einen oder anderen Kontakt aus meinem Netzwerk. Man muss sich das so vorstellen, manchmal hatte ich Teams-Calls und ich war so krank, dass ich mich nur zu diesem Laptop schleppen konnte, 1 Stunde den Call gemacht habe und dann sofort wieder geschlafen. Also das war schon eine herausfordernde Zeit. Ich bin aber
fast ein bisschen dankbar. Dankbar ist vielleicht der falsche Begriff, weil wer hat denn gerne Krebs? Ja, will keiner gerne haben. Aber ich bin dankbar für die Entwicklung, die ich gemacht habe. Und diese Weiterentwicklung will ich eben Menschen weitergeben. Stefania, was würdest du heute zusammengefasst den Zuschauern erzählen oder sagen? Ja, das Wichtigste meiner Ansicht nach ist einerseits die Entgiftung. Also entgifte dich, schau auf deine Mängel, stimm dich mit deinem Arzt auch immer eng ab, natürlich, welche Mängel vorhanden sind, weil nur weil du dich fit fühlst, heißt das nicht, dass du nicht irgendwelche Mangelerscheinungen hast. Deswegen ist dieser Austausch auch immer ganz wichtig. Und arbeite auch an dir selbst. Also wir müssen wieder anfangen, uns als großes Ganzes zu sehen und da spielen viele Faktoren mit ein und gerade auch diese Arbeit an uns selbst. Man sagt ja so, Stillstand ist nicht positiv, das stimmt auch. Und da sollten wir uns mal fragen, wieso wir überhaupt in diese Position verfallen sind, dass wir in einem Stillstand sind, ja. Oder oftmals kümmert man sich um sein Auto besser als um einen selbst oder man kennt jedes Teil, man hat ein Haustier, stellt eine bestimmte Ernährung zusammen. Warum arbeitet man nicht an sich selbst? Und auch die Frage, warum. Ich empfinde warum ganz wichtig, einfach mal Dinge zu hinterfragen. Das haben wir mit dem Erwachsenwerden irgendwie auch so ein bisschen verlernt. Warum ist für mich die wichtigste Frage, die ich auch jemandem mit an die Hand geben kann. Also dann nehmen wir das mit und schauen wir mal weiter, was wir in dem Buch auch noch für Tipps von dir bekommen. Genau. Also den Link, den fügen wir unten ein zum Buch. Das kann man sich kostenfrei bestellen. Mir ist das wirklich ein großes Anliegen, dass das Buch und auch die Strategien anderen Menschen hilft. Deswegen habe ich mich überhaupt entschieden, in die Öffentlichkeit mit meiner Geschichte zu gehen, Social Media zu machen, weil ich eben diesen inneren Ruf habe vom Universum, dass ich meine Geschichte teile und aufwecken möchte, dass Gesundheit mehrere Komponenten hat. Und da gehört die geistliche Komponente auch dazu, oder so gewisses Maß an Spiritualität. Genau, ja, also so wird man jetzt im normalen Fall nicht darüber nachdenken, aber ich denke, das würde auch jemand, der in der Meinung ist, man ist gesund, dass man das doch nochmal mitnimmt. Ja, eben. Und dazu möchte ich anregen. Sehr schön. Was hast du noch für Dinge erlebt oder Entscheidungen getroffen, wo dir gut getan haben? Ich bin auch viel verreist. Also ich habe unterschiedliche Länder bereist. Das ist auch sehr umfangreich. Schlage ich vor, machen wir noch mal ein separates Video dazu mit allen Details. Was ich aber im Allgemeinen dazu sagen kann, man merkt das ja auch an einem selbst. Wenn man im Urlaub ist, geht es einem oft besser. Es geht einem aber nicht besser, wenn man im Urlaub ist, sondern einmal, wenn man das Umfeld verändert hat. Und dieses Umfeld spielt auch eine riesengroße Rolle. Das hat ein bisschen was auch mit der Natur zu tun. Und ich war früher auch nicht der Mensch, der gern da in der Natur rumgehangen hat. Aber die Natur, die erdet. Und am Strand beispielsweise herrscht eine ganz andere Energie als in der hektischen Großstadt. Und das ist auch etwas, wo ich anregen möchte dass man sich eben mehr erdet und ein bisschen mehr Kontakt mit der Natur auch hat. Weil da findet man auch besser zu sich selbst. Ja, also das spüren wir ja selber auch tatsächlich, wenn wir im Urlaub sind, dass es uns einfach besser geht. Genau, ja. Genau. Aber warum geht es uns dann besser? Geht es uns da wirklich besser, weil wir im Urlaub sind? Oder geht es uns besser, weil das Umfeld sich verändert hat, weil deine eigenen Muster sich verändert haben? Wir haben so viele Muster, die wir von unserer Kindheit mit übernommen haben. Und das ist so komplex, dass wir manchmal reagieren und gar nicht wissen, warum. Und diese Dinge, die eigenen Muster, musst du hinterfragen. Und wenn du das machst, dann schaffst du eine vollumfängliche Heilung. Weil wir sind so ein großes Ganzes und nicht ein Teil. Also bist du auch viel gereist in dem Sinne, genau. Am deine Gesundheit angeht. Und war in Bosnien einerseits auch in so einer Höhle, aber wie gesagt, da machen wir noch mal ein eigenes Video dazu. Okay, super, dann sind wir echt gespannt. Im nächsten Teil gehe ich auf meinen Tagesablauf ein und was ich auf dieser Reise mitgenommen habe. Schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, was ihr für Methoden angewandt habt. Kanntet ihr diese Methoden bereits schon oder ist das komplettes Neuland für euch? Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu berichten habt. Und abonniert doch bitte meinen Kanal und lasst mir einen Like da, damit ihr keinen Teil verpasst. Und bestellt euch am besten auch mein kostenfreies Buch, damit ihr die Strategien auch für euch ummünzen könnt.